Alrighty then, liebe Leute, und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Fix and Fidget und ganz entspannt so eine kleine Server-Rundschau. Und ihr müsst jetzt keine Angst haben, denn diese ganzen Server, die hier aufploppen, nein, die gucken uns nicht alle an. Einige waren ja nur für Analysen oder Players to Watch, ne? Wirklich die Charts, die ich jetzt so grob spiele. Ja, die zeige ich euch. Und wir fangen mal an von der Relevanz her eher die niedrigeren Charts. Ja. Das ist jetzt einerseits hier W53 natürlich. Denn, ja, ich sag's mal so, ich habe jetzt, glaube ich, wir sind jetzt beim 5. oder 6. Tag. Ich habe nur wirklich 3 Tage gespielt und für mehr irgendwie reicht es halt dann auch nicht. Also, ich habe auch in der in der Gilde gesagt, dass das halt für mich schwierig ist zu sagen, dass ich hier irgendwie aktiv spielen kann, weil mir fehlt einfach auch die Zeit. Ja. Und ich habe gesagt, die sollen mich kicken bitte, wenn die jemanden haben, der aktiv spielen kann. Ja, so. Ich habe, als ich aktiv war, halt ein paar Pilze ausgegeben, um ein bisschen mitzuhalten, aber mittlerweile ist es jetzt auch schon sehr schwierig. Ich habe, glaube ich, ich habe zumindest meine Ausbauten gemacht und ich habe, glaube ich, ja genau, eine Festung. Werde ich jetzt nochmal gucken, dass ich meine Ritterhalle ein bisschen noch hochballere. Ich würde aber wahrscheinlich erstmal mache erstmal die Festung hoch. Ja, Steine suche ich eigentlich gar nicht. Wir machen plus ein paar Attacken. Das ist jetzt nicht so nice. Gehen wir mal schnell durch hier. Machen wir das. Ich kann mich auch aktuell wirklich nicht dran setzen und sagen, ich spiele das über Handy, weil es dann einfach auch too much ist. Also, was ich bei Handy meistens mache, ist so ein bisschen nur ein Daily Login auf 2 oder 3 der anderen Server, die ich euch dann nochmal zeige, wo ich aktuell spiele. Nicht so mega viele Ressourcen eigentlich, aber egal. Machen wir mal schnell die Angriffe. Wie gesagt, für die Ritterhalle so ein bisschen für die Gilde, dass das grobe Hand passt. Ja, also, oder Festungsangriffe tatsächlich, aber da muss ich auf W53 schauen, ob ich mich da irgendwie aktiv dran setze und das versuche. Das hat bisher jetzt nicht so gut geklappt. Ich werde jetzt auch auf jeden Fall mal eine Quest starten für den Daily Pilz. Ja, für mich ist W53 nur für die Players to Watch da. Der Darfsen ist jetzt wieder aktiv, hat er mir gesagt. Und ja, ich habe im Postfach was gelesen, was ich rausschneiden musste gerade. Ja, gucke ich jetzt nicht ins Postfach mehr rein und gehe einmal auf den nächsten Server, ja. Dort W52. Auch hier ist eigentlich jetzt das gleiche. Hier hätte ich halt am Anfang noch, ich hatte natürlich viele mehr Pilze, dadurch, dass wir die vom Speed-Server übernommen haben. Ich ärgere mich, dass ich den Speed-Server nicht einfach durchgezogen habe. Wobei natürlich, ja, ne, Avatare haben jetzt, glaube ich, hat noch keiner gekriegt. Man weiß natürlich nicht, wann das passiert, aber ich hätte dann dort die Pilze einfach nicht jetzt übernehmen müssen, weil ich habe dann auf W52 natürlich ein bisschen was gemacht. War auch an sich ganz spaßig gewesen. Aber jetzt mittlerweile komme ich halt auch nicht mehr wirklich dazu, alle zu spielen auf dem Server oder halt in der Festung. Jetzt fehlen halt auch wirklich Ressourcen immer mehr. Ja, man kriegt jetzt auch nicht mehr so die nicen Angriffe teilweise. Also ich bin natürlich auch vom Rank her da jetzt ziemlich durchgereicht worden. Ja, also da... Ja klar, man kann immer Glück haben, dass man ein paar Leute findet, wie hier jetzt, ne? Ah, okay, Telco. Telco war ganz nice. Ist das der Telco von W52? W53? Aber dann sowas halt ist dann auch wieder ein bisschen schwieriger. Und so ist es natürlich auch schwerer, hier wirklich effektiv weiterzubauen. Und ich habe auch kein Ziel für, sage ich mal, ich bin jetzt hier in der Gilde der Level höchste, bin jetzt aber auch nicht mega stark und guckt nur, dass ich mich manchmal genau, anmelde, aber wahrscheinlich auch nicht bei jedem Gildenkrieg dabei bin. Ja, also ja, das ist halt so eine Sache. Also hier könnte ich es tatsächlich auf dem Server machen, weil ich noch einige Pilze habe, dass ich einfach versuche, nur Happy Hour schnell durchzuklicken. Aber letztendlich habe ich nicht so die Ambitionen dazu, ja, auf dem Server tatsächlich. Und ich weiß gar nicht, wie es war, ob man die Pilze jetzt hätte nochmal mit übernehmen können. Ich weiß gar nicht. Mal gucken. Ich glaube nicht. Werden wir mal schauen. Oder doch. Weil ich habe definitiv nicht so viele Pilze gekauft. Oder? Also ich wüsste es nicht mehr, um ganz ehrlich zu sein, weil ich habe ja schon einiges an Pilzen mitgenommen.
Aber gut, letztendlich, dadurch, dass ich so viel Mushrooms paid habe, könnte ich die Pilze tatsächlich auf einem anderen Server übernehmen. Vielleicht überlege ich mir auch, dass ich das mache, weil hier hatte ich ja keine Players to Watch im Prinzip. Genau, dadurch hatte ich ein bisschen mehr Zeit zu spielen, aber die Zeiten sind ja eh jetzt auch ein bisschen rar geworden. Das muss ich mir mal überlegen, ob ich das vielleicht nicht doch mache. Wenn es schade jetzt ist, dafür gehe. Aber ich meine, ein richtig krasser Mehrwert bin ich halt auch nicht. Klar, im Prinzip gegenüber dem bin ich schon noch mal ein bisschen stärker. Das dauert auch noch ein bisschen, aber ja. Ich könnte halt die Pilze sicherlich auf S41 gebrauchen, wo wir dann auch gleich noch mal reingucken. So, dann, ja, ne? W40 ist schon lange inaktiv. S42 habe ich auch gespielt, da habe ich bestimmt auch Pilze. Da habe ich noch 800 Pilze auf dem Char sogar. Krass eigentlich, wie verschwenderisch ich bin, aber nee, da spiele ich nicht mehr. W50, ja, da spiele ich natürlich. Und da spiele ich aber wirklich auch so, wie ich das jetzt theoretisch für W52 hätte machen können. Ich spiele meistens, wenn ich schaffe, die Alu einfach nur abends. Beziehungsweise, ich kann sie jetzt eigentlich auch tagsüber spielen. Ich habe so viele Sanduhren. Er verbraucht ja sowieso Sanduhren, ja. Also ich könnte das jetzt hier mal durchmachen. Ich muss dann immer nur gucken, dass halt also das Inventar schnell voll wird. Das ist natürlich keine effektive Spielweise, aber so kann man zumindest den Char ein bisschen, ja, sage ich mal, auf Vordermann halten. Ne? Man kriegt ein bisschen Gold, man kriegt ein paar Ressourcen. Das ist halt alles so. Ja, ich habe jetzt hier mir halt vorgenommen, alles auszubauen in der Festung auf 15. Werde auch demnächst dann die Schmiede wahrscheinlich ausbauen. Und ja, aber Festung, also sowas halt jetzt hier, ne, Festung 17, da mache ich auch viel zu wenig Angriffe, um dass ich da viel Glück habe. Ich will eigentlich keine Pilze ausgeben in der Festung oder für die Festung, außer halt jetzt, wenn wir ein entsprechendes Event haben. Ne? Wenn so Holz-Stein-Event ist, dann gehe ich auch mal durchs Glücksrad durch. Also wird das halt auch auf jeden Fall noch lange dauern, bis da wirklich ein Upgrade passiert. Ich habe hier hauptsächlich die Alu im Sinn und jetzt zum Beispiel würde ich erstmal 100 Alu machen, falls ich es irgendwie doch nicht schaffe. Ich fülle halt auch regelmäßig die Sanduhren auf. Ich müsste eigentlich auch mal wieder Pilze ausgeben für neue Runen. Quatsch, die Sanduhren sage ich schon, die Pilze. Ich müsste wieder ein paar Pilze ausgeben für neue Runen, ja. Aber das klappt noch nicht. Ja, bin ja noch bei den Störartigen, die sich in den Top 30 halten können. Aber da ist jetzt auch immer so das Problem, dass einer oder so mal inaktiv ist. Ich glaube, da wurde auch schon gewechselt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber auf B50, ich sag mal, bewerbt euch gerne bei Darling, DocF, Presox oder sowas, wenn ihr halt in der Community Guild von Dorsa vielleicht mitspielen wolltet und aktiv seid. Im Moment sieht es, glaube ich, so aus, dass man relativ voll ist, aber eine Warteliste ist natürlich immer gut, falls es doch mal ein Plätzchen gibt. Ja, also solltet ihr definitiv machen. Bewerbt euch bitte nicht bei mir. Ich weiß nicht, warum ich noch Offi bin. Ah, hier Blue Wing war es gewesen, genau. Der war natürlich schon ein Verlust, ja, um Level 336, das im oberen Feld gewesen, aber ja, kann man halt nicht ändern, ist ja ein freies Land oder ein freier Server, kann man so sagen. So, hier habe ich sogar noch Lucky Coins, mache ich eigentlich ähnlich hier mit dem Glücksrad? Ne, Quatsch, ich habe ja schon gesagt, wie ich es mit dem Glücksrad mache, ich bin gerade echt ein bisschen lost, würde ich sagen. Oh, hier habe ich noch ein bisschen was offen. Ja, das ist auch so ein Ding. Schauen wir mal, ob wir einfach mal jetzt hier Heraldon besiegen. Heraldon, jawohl, nice. Heraldon ist fast schwerer zu besiegen als Unicorn, aber dachte ich mal. Okay, gut, da habe ich aber auch da habe ich mit Birdie Chirp angegriffen. Das ist dann schon schwieriger gewesen, Heraldon zu besiegen, aber auch dieses ist erfüllt. Muss ich das Pet nur noch finden, aber da hier dran zu denken, alle Pets zu kriegen, oh, das ist für mich auch so schwierig, weil ich einfach nicht dran denke. Ich spiele halt so die Alu, wie ich es irgendwie für richtig halte.
Oh, Fluch ist ja schon auf 100. Da können wir natürlich den jetzt auch mal angreifen hier, den Kollegen, der könnte schwierig sein. Ich weiß gerade nicht, was ich für ein Gladi habe. Ah, doch, immerhin 14. Nee, dann... Ja, gut, mir fehlen halt auch ein paar Pets. Ja. Also so viele sind es gar nicht. Ich denke, wir sollten ihn schlagen können, Hydrosphere, oder? Den gönnen wir uns mal schnell. In der Server runter, weil sonst denke ich da auch ewig nicht dran. Komm schon. Also welches Pet hätte ich eigentlich finden müssen? Summer Days nicht unbedingt. Birthday Event auch nicht. Aura Level 20 okay. Ja, da bin ich noch ein bisschen weit entfernt. Aber den hätte man, also das könnte man haben. Ja, und okay. 14. Dungeon clearen, das könnte man auch schon haben, definitiv. Aber da muss man schon noch am besten pilzintensiver sein. Und jetzt haben wir das doch bekommen. Also die Pets muss ich jetzt definitiv finden. Can be found on last floor of the winter habitat location. Nevermore. Mhm. Nach Nevermore. Jetzt habe ich natürlich schon alle gemacht. Gut. Die ganzen... Okay, auf Englisch die ganzen Locations, die ganzen Orte für die Abenteuer, die habe ich mir noch nie angeguckt. Okay, ja, mal gucken, ob das was gut ist. Was brauche ich denn noch? Ich brauche doch noch eins. Plains of Osgor. Habe ich das zufällig? Ne, habe ich jetzt nicht. Mhm. Das müssen wir mal beobachten, das Ganze so. Inventar ist relativ voll, das passt. Hier spiele ich aber auch hin und wieder mal beim Hütchenspieler. Eigentlich sollte man hier tatsächlich nach den Sachen gucken. Das lohnt sich auch unabhängig vom also auch ohne Event. Wenn man halt viel gleiche hat, ist schon ganz hübsch. Habe in der Regel hier mehr Glück mit dem Holz als mit Steinen. Das sei mal so gesagt. Also ja, Steine läuft irgendwie echt selten beim Kollegen. Weiß auch nicht. Ist ein bisschen tricky. Ja, obwohl es lohnt sich eigentlich schon auch, Holz hier im Glücksrad zu finden. Ne? Das ist schon nicht wenig eigentlich. Vielleicht spielen wir, ja, 1,5 Millionen schon mal. Steine auch ein paar bekommen. Und genau, ich glaube, ich brauche hier auch Metalle. Wie sieht es hier beim Schmied aus? Ja, mittlerweile habe ich mehr Metalle als arkane Splitter. Aber mein Gear ist halt auch wirklich alt. Mein Gear ist alt. Und das sind halt so die Sachen, ne? Auf diesen Chars, wo du so ein bisschen spielst, dich halt auch in der über Alu verstärkst, brauchst du halt ab einem gewissen Punkt auch mal ein neues Gear. Und das ist so die Krux an der Sache, ja. Dadurch, dass natürlich die Tränke auch nicht on top haben und das Skill so alt ist, kommt man halt auch im Portal nicht wirklich weiter, aber das ist jetzt auch nicht so mein Fokus. Ja, aber auf W50 schon spiele ich relativ regelmäßig, gucke ich da auch rein. So wie jetzt gerade so, mache ich viel über den Rechner. Auf S23, also im Prinzip spiele ich eigentlich weniger auf S23 als auf W50, aber für mich ist der Char schon irgendwie auch wichtig, wo ich am meisten mich zumindest dran halte, aktiv zu sein. Denn ich will ja in der Rang 1 Gilde bleiben, auch wenn ich keine große Verstärkung bin. Die wäre ich halt natürlich auch, wenn ich hier mal, also das Gear ist noch älter als auf W50. Ich habe irgendwann mal vor, hier mal eine Auffrischung zu machen. Das hängt aber so ein bisschen vielleicht an einer anderen Sache. Wenn das klappt, dann wäre das sicherlich ein Step von mir. Oh, der war knapp. Zu sagen, hier, wir geben hier mal eine Auffrischung rein, damit ich auch immer noch nicht wirklich, aber dann etwas stärker unterwegs bin. Und ja, das ist so. Das ist so ein Gedankengang, ja. Ich spiele hier aber tatsächlich im Moment auch eher nur 100 Alu auf dem Server. Einfach nur, weil ich halt mir die Pilze, ja, für was eigentlich, aber ansparen will. Hier muss man trotzdem mal hin und wieder gucken. Die hatte ich früher manchmal auch voll. Ne? Das hat dann halt auch gezeigt, dass ich einige Tage nicht da war.
hat auch keine Tränke drin. Das mache ich jetzt eigentlich seit ein paar Monaten, probiere ich das. Und da gehe ich auch manchmal zur Not mal über App rein. Ich habe auch viele Daily Logins verpasst. Trotzdem an der Sache. 20 Tage am Stück aktiv zu sein. Zuletzt habe ich es geschafft, da gab es ja auch ein Level-Up. Und wir können ja auch mal, genau, manchmal versuche ich auch mal den einen oder anderen Free-Try. 30 Millionen, also da geht definitiv was. Wenn ich hier loslegen wollte, geht definitiv was. Und ja, das wären ein paar Level und ein paar Punkte auf dem Char, die ich hier kriegen kann. Aber wie gesagt, da halte ich euch auf dem Laufenden, wenn es soweit ist. Wenn ich die Idee umsetzen kann, die ich da habe. Ja, und last but not least, wir können noch mal gucken, hier habe ich auch ein paar Chars so im kleinen Level, wo ich so ein bisschen gespielt habe. Zum Serverstart damals noch W49 sogar, da habe ich auch 400 Pilze übrig. Hier habe ich 300 Pilze übrig. Also 200 Pilze. Wenn ich die Pilze alle mal sammle. Was ist das? Was ist das für ein Server? W48? Habe ich den zweimal drin? Nee. Hier habe ich 600 Pilze auch über. Als Dämonenhunter. Boah, kleine Aufholjagd jetzt. Nein, dann gehen wir mal zu S41. Oh, da gab es ein Daily Login. Nice, endlich auch mal. Also hier habe ich auch schon einige verpasst, weil ich dann wirklich an manchen Tagen wirklich auf gar keinem Server online war. Ich glaube, die letzten 40 Tage habe ich es hier geschafft und davor habe ich einige immer mal wieder verpasst. So nach 16, 17 Tagen. Deshalb finde ich es schade. Also ist klar, der Daily Login, der ist natürlich cool und es ist super, dass sie den eingeführt haben. Aber ich hätte mir so gewünscht, ne, so eine Karenzzeit. Ne? Also wenn du sagst 20 Tage, du bist einmal nicht online. Vielleicht, wenn du jetzt zum Beispiel 10 Tage am Stück warst online, dann hast du einen Tag, falls du binnen 48 Stunden dich einloggst, noch die Chance, dir den Tag zu retten. Also du verlierst natürlich einen Tag im Kalender, ne, ganz klar. Oder dass man sagt, man hat vielleicht im Zeitraum von einem halben Jahr 1, 2 Karenztage, ja, also wo man sagt, okay, hier zählt der Kalender oder irgendwie, das würde mir, das hätte mir geholfen, dann wäre ich wahrscheinlich schon 3, 4 Level höher, aber letztendlich ist es ja echt nicht schwer, sich einfach irgendwie einzuloggen übers Handy, deshalb kann ich das auch verstehen, dass sich da wahrscheinlich nie was ändern wird. Ich darf mir natürlich Sachen erhoffen, die mir persönlich gut reinpassen würden, aber ja, nee, im Prinzip gehe ich nicht davon aus, dass das jeweils so kommen wird. Und ich meine, dafür gibt es ja dann auch das Sitten, wenn man länger wirklich mal weg ist, damit halt auch der Daily Login halt auch weiterhin klappt. Ne? Also das ist ja auch so ein Ding, ja, was wichtig ist. So, jetzt habe ich hier verschiedene Sachen gemacht. Hier hatte ich heute mal das Glück, 5-mal Gold zu kriegen. Da war es auf 16,5 Millionen. Ich weiß gerade gar nicht, was für einen Wert ich bekomme bei 4 Millionen. Bei 4 gleichen. Brauche ich. Aber wir gehen gleich nochmal durch. Ich glaube nicht, dass ich es brauche. Im Moment noch nicht. Deshalb gehe ich mal auf Gold. Da kriegen wir gleich 4. Okay, gut. Das passt dann auch wirklich. Weil das mal 5 ist tatsächlich auch der Wert, so knapp 16,5 Millionen. Also das passt wie die Faust aufs Auge. Aber ich vermute, dass die 16,5 Millionen dann auch ein Cap sind. Ich weiß es natürlich nicht. 18 Millionen Gold. Das würde ich mir auf einen anderen Server wünschen. Aber ja, auch hier wird man das irgendwann brauchen. Irgendwann geht die Edelsteinmine noch höher. Ich wollte jetzt mal die Treasury ein bisschen ausbauen. Ich weiß gar nicht, wie hoch man die ausbauen kann heutzutage. Hier ist natürlich alles schon gemaxt, aber ich denke, wenn ich die Treasury auf 20 habe, dann mache ich dann wieder die Gem Mine. So irgendwie habe ich das so grob im Blick. Schauen wir mal rein. Den Trank nehmen wir mit. Ansonsten ist hier nicht so viel zu beachten. Ich habe wieder mal die Chance, auf ein Epic in die Toilette zu werfen. So, jetzt gehen mir die Epics langsam wieder aus. Die Waffe kann ich definitiv noch, könnte ich werfen, aber die wollte ich ja tatsächlich auch benutzen. Und das werde ich jetzt auch mal machen, bevor ich das dann wieder vergesse. Wir werden uns auf jeden Fall die Rune swappen. Zack. Dann müssen wir hier einen Edelstein einführen.
25 Pilze ist eine Menge, aber mach mal gerne. Dann werde ich den stärksten schwarzen Stein einsetzen, den ich habe. Ach ne, warte mal. 1068 kann ich halt auch kriegen. Also ich überlege 909, 755. Ich denke, ich nehme doch den hier. Warum habe ich das eigentlich hier drin? Wurde das automatisch eingefügt? Ich habe im Hintergrund einen 3D-Drucker laufen. Oder? Da hat jemand im Hintergrund einen 3D-Drucker laufen. Nicht schlecht. Ja, das können wir auch noch verkaufen. Okay, daran habe ich jetzt auch gar nicht so gedacht. Nehmen wir mal den stärksten Stein hier noch mit rein. So. Genau, ja. Ansonsten hier ist natürlich ganz klar, hier probiere ich schon alles immer mitzunehmen, was so geht. Hier habe ich natürlich im letzten Jahr die legendären Dungeons nicht vollständig gespielt. Vielleicht müsste man dann auch noch ein bisschen mehr machen beim nächsten Mal, aber hier sind natürlich auch die Sprünge nicht so hoch, die man machen kann auf dem Char und finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Da werden wir jetzt irgendwann mal eine Analyse machen. Ich würde mal alle Assassinen begutachten wollen. Das habe ich schon mal grob angekündigt. Auf S41 zwar auch, aber auch andere Server, die zeitgleich gestartet sind. Ja, speziell die Assassinen. Also Double B ist da vorne dran. Danach kam ich auf S41, seitdem der Jules ja schon lange inaktiv ist. Da werde ich mich auch drauf freuen. Schauen, was da kommt. Habe ich hier Pets schon was zu tun? Ja, ich wäre ein Huhn. Fights können wir gleich nochmal machen. Vielleicht hier auf dem Char. Spielen gegen Shadow. Das ist natürlich wieder Geschick. Ich würde aber aufgrund des Levels dann einfach mal auf Feuer gehen. Zack. Oh, hat sogar funktioniert. Dann machen wir es gleich nochmal mit Erde. Ne, okay. Wäre ja zu schön gewesen, wenn das irgendwie klappt. Dann gehen wir mal mit Water rein. Jawolski. Klappt. Dann gehen wir direkt mal mit Shadow rein. War auch sehr knapp, hat funktioniert. Anscheinend bin ich wieder zuletzt deutlich gedroppt, ja. Licht vielleicht auch noch gewinnen gegen Shadow, nice, weil ich so viel Ehre jetzt auch bekommen habe. Bin jetzt wieder 84, da war ich also ziemlich weit unten. Aber das geht schnell, man fällt und man steigt auch wieder an. Das läuft auf dem Server, der nach wie vor auch stark ist. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mega viele Leute so inaktiv gehen. Zare haben wir jetzt hier oben, ohne Gilde, Nevers Road, Pepperhead. Okay, sind doch schon große Stufen, aber die können auch schon eine Weile inaktiv sein, ne? Ich weiß nicht, wie viel Wert hier noch auf die Ehrenhalle so gelegt wird. Mittler sagt mir was, Vex auch. Ja, Jules, aber Jules ist auch schon so lange inaktiv, das ist krass. Es ist so krass, wie lange der eigentlich schon inaktiv ist und 12.300 und... Okay, ja, da sieht man zu den Basis-Skills, ist da schon ein bisschen was passiert. Übrigens, Skillen, ich würde sagen, wir skillen wieder. Ja, und dann habt ihr jetzt eigentlich meine Server so gesehen, also wo ich halbwegs aktiv spiele und warum. Und ja, wenn man mal guckt, im letzten Classic-Part, ne, den ich hochgeladen habe, da habe ich ja auch eine Server-Rundschau gehabt. Da waren auf S25, auf S7, auf S23 der Char und auf S18. Und ich glaube S17 sogar auch. Das waren alles Chars über 300 im Jahr 2015. Wenn ich wenigstens einen dieser Chars weitergespielt hätte. Aktiv, ja. Vielleicht nicht immer gepilzt, aber zumindest aktiv weitergespielt hätte. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch einen Char, der definitiv in dem High-Level-Bereich geht. 550 aufwärts. Das wäre eigentlich ziemlich geil. Also ich werde mich freuen, wenn ich hier mal 500 werde. Aber ich hänge dann eigentlich noch so weit hinterher. Man hat ja keine Chance, jetzt deutlich schneller zu leveln. Klar, ich könnte auf XP spielen. Aber das macht ja ein normaler Spieler nicht. Der nicht die Chance hat, das Reittier hier ewig zu leasen. Ja, ab einem gewissen Level. Und selbst dann wäre der Char jetzt auch ein paar Level höher vielleicht. Ne? Also, weil ich ja eh die Quests durchentere in der Regel. Jetzt habe ich es einmal nicht gemacht vorhin.
ja, das war's dann erstmal von mir. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lässt. Und ansonsten hören wir uns wieder. Ich weiß noch nicht bei was, aber es wird passieren. Also haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.